So, wir befinden uns wieder on the road. Tagestrip sind 710 Kilometer bis nach Weingarten. Das ist dann schon in Deutschland. Wir fahren einmal um München herum, dann weiter in den Südwesten Deutschlands, also ganz unten Süden, Westen. Und da werden wir heute Nacht übernachten wieder. Und morgen Abend übernachten wir dort, wo wir Work and Travel machen werden. Ja, man sieht so. Wo sind wir denn? Ich weiß es nicht. Wir haben mal wieder einen Ausflug gemacht, beziehungsweise abseits der Straße. Ateş muss ja ein bisschen laufen, also haben wir uns hier so ein Schlösschen ausgesucht. Artstetten oder Arstetten. Arstetten, muss ich noch mal gucken. Hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Sieht schön aus. So, ich habe jetzt mal ein bisschen geforscht, dass das Schloss jetzt also nicht jetzt, war vom Franz Ferdinand. Das Schloss, und Franz Ferdinand ist derjenige, der in Sarajevo erschossen worden ist und als Thronfolger, und dementsprechend wurde dann der Erste Weltkrieg ausgelöst. Ja, der hat hier gewohnt. Wir gehen jetzt ein bisschen durch den Schlosspark, damit Ateş ein bisschen läuft. Und so. Jetzt gucken wir mal hier so im Schlosspark, ob man da gucken kann. Die Urenkelin von Franz Ferdinand sozusagen, die lebt da wohl noch drin und verwaltet das ganze Schlösschen. Ist also weiterhin im Familienbesitz. So, wir haben jetzt im Schloss eine Führung gemacht, sehr viel Interessantes entdeckt und danach auch diverse Sachen noch gesehen. Also das Schloss ist heute die Nachfahren von Erzherzog Franz Ferdinand, den ich hier mehr oder weniger auch gesehen habe. Der Sarg von ihm und seiner Frau, die ja in Sarajevo erschossen worden sind, liegt hier in der Gruft. Das habe ich eben noch gesehen. Und das werde ich dann auch hier als Bilder eben einfügen. Ich habe da nicht gefilmt im Schloss. Ja, Familiengeschichte haben wir gesehen und Familienangehörigen haben wir auch noch getroffen. Den kleinen Lord sozusagen, den Jüngsten, der, wenn die Mutter gestorben ist, den Laden hier übernimmt. Wieso der Jüngste? Ist so, hat er gesagt. Und ja, der geht hier im Gymnasium, im Dorf, geht er, ist nicht der Jüngste, ist der Älteste. Er geht ins Gymnasium hier in der Stadt, und die Geschwister sind kleine, die gehen hier in die Grundschule, auch hier in dem Dorf. Also alles ganz bodenständig hier und nicht so abgehoben wie früher, als Erzherzog noch lebte. Ja, wir haben über die Geschichte gehört, wie es zu dem Attentat kam, und diverse Artefakte dann da noch gesehen. Alles sehr spannend. Die Führung, der Eintritt hat irgendwie 13 € gekostet pro Person. Haben wir jetzt nicht unbedingt ganz ausgenutzt. Die Führung selbst kostet 20 € pro Person. Da hast du einen persönlichen Guide, der dir die wichtigsten Sachen eben auch erklärt und der dich auch in die Gruft bringt, wo du sonst nicht reinkommst. So war das. Ich denke, es hat sich trotzdem gelohnt. Und jetzt geht's weiter. So, wir sind jetzt auf die Landstraße ausgewichen. Also, so geht der Weg. Wir
fahren jetzt Richtung Braunau am Inn und dann Richtung München und ja, dann weiter. Aber jetzt fahren wir halt erstmal ein bisschen Landstraße. Die Autobahn wäre irgendwie eine halbe Stunde länger, weil sie irgendwo anders rumfährt. Und sie wäre dann nochmal zusätzlich 45 Minuten länger, weil Stau ist. Also fahren wir ein bisschen durch die Gegend, gucken uns die Gegend an. Hier ist der Inn und nach exakt 3 Monaten reisen wir wieder in Deutschland ein. Aber es dauert einen kleinen Augenblick. Es ist nämlich Stau. Und hier, wir reisen ein in den Freistaat Bayern. Das Ausland. Ja, ja, sage Travel. Ach so, ja, stimmt. Ausland. Oh, was ist da denn? Kraftwerk. Wahrscheinlich. Andere Seite ist ein Kraftwerk. Ja gut, warten wir, bis wir da endlich mal drüben sind. So, erstmal wieder deutschen Boden betreten nach 3 Monaten. Heute genau vor 3 Monaten sind wir ausgereist sozusagen nach Tschechien und heute sind wir wieder eingereist nach Bayern. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben noch knappe 2,5 Stunden vor uns und dann sind wir am heutigen Ziel und dann war es das auch für heute wieder. Aber vielleicht melde ich mich nachher nochmal. So, jetzt geht's weiter. Wir sind in München angekommen. Hier ist die Arena. Sowie die Anerkennung der künstlerischen Welt, die sich erstellen kann. Okay, das klingt jetzt für mich ein bisschen abstrakt. Konzerte gehören da zum Beispiel auch dazu. Ja, schönen guten Morgen hier aus Weingarten in der Nähe vom Bodensee, wo wir jetzt auch hinfahren, um danach nochmal nach Schaffhausen zu fahren, zu den Rheinfällen. Ja, ihr seht, das Wetter ist nebelig und ich habe lange Ärmel. Es ist kalt gewesen vorhin, so 8 Grad. Jetzt sind es vielleicht so 11, 12. Ja, es ist jetzt Herbst, Winter noch nicht ganz, aber es ist jetzt Herbst. Und ja, wir gucken mal, was der Tag heute so bringt. Heute geht es dann endgültig nach Hause. Gut, wir melden uns dann wieder von unterwegs. So, wir sind mal wieder hängen geblieben irgendwo. Und zwar in, keine Ahnung, wie heißt das hier, Uldingen am Pfahlbautenmuseum. Und ja, hier ist ja, Pfahlbauten, das Weltkulturerbe. Das Museum ist hier und wir laufen dann gleich mal zu diesen Bauten. Das sind so 10 Minuten Weg. Und dann gucken wir uns mal diese Pfahlbauten an. Jetzt sind wir am Bodensee angekommen. Hier ist so ein kleiner Yachthafen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es denn zu diesen Pfahlbauten geht. Aber sehr schön hier. Ja, da ist eine. Ist okay. Ja, hier sind die Pfahlbauten. Das ist UNESCO Weltkulturerbe. Da werden wir gleich mal versuchen, ein bisschen näher ranzukommen. Es ist natürlich ziemlich viel los. Heute ist Brückentag. Und ja, sehr schön. Ja, wir sind jetzt hier mal reingegangen. Und so sieht das hier aus. Eintritt kostet 12 € pro Person. Und ja, ist natürlich eine Rekonstruktion, aber etwa vor 6000 Jahren haben die hier angefangen, diese Pfahlbauten zu machen. Das Wasser ist sehr arm an Sauerstoff, deswegen ist es nicht so tragisch, dass die Pfähle hier im Wasser stehen. Die gehen nicht so einfach kaputt. Und ja, deswegen steht das hier rum. Es ist sehr gut erforscht, auch deswegen, weil wenn hier was reingefallen ist,
hat sich es ebenso wie Moorleichen zum Beispiel erhalten. Das gleiche Prinzip, auch wenig Luft sozusagen im Wasser, sehr sauerstoffarmes Wasser. Das Ganze ist natürlich UNESCO-Weltkulturerbe, ja, natürlich. Sehr schön. So sieht es drinnen in so einem Haus aus. So haben die denn da gewohnt. He? Sehr interessante Szenen hier. Der Zugang von den Feldern zum Dorf. Sieht nur so aus wie die Wohnung des Jägers. He? Die Wohnung des Jägers. Oder so. Das hier ist die Töpferei. Ja, da kochen sie und da machen sie Feier. Ja, hier fanden die ersten Ausgrabungen auch statt. Da hat man das gefunden und dann entsprechend rekonstruieren können. Ja, dass das hier so groß ist, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Aber sehr schön. Und natürlich voll. Es ist heute, wie gesagt, Brückentag. Da sind ganze Families, ganze Gruppen. Stand vorne. Ah, und eine Aktion scheint auch zu sein. Ja, nochmal ein Blick hier aufs Gelände, beziehungsweise ist es Gelände? Nee, auf die Anlage. Und lohnt sich auf jeden Fall, hier auch mit Kindern mal hinzukommen. Sehr informativ. Wie gesagt, das Ganze im Original, was man gefunden hat, von vor 6000 Jahren. Da ging es hier damit los. Diese Häuser, die ihr jetzt hier seht, das ist natürlich alles neuer. Ab den 1930er Jahren hat man das hier gebaut und die neuesten sind auch 2010 gebaut worden. Natürlich nach dem Originalrezept, wollte ich gerade sagen, also so wie man es damals auch gemacht hat. Die nächste Grenze wartet auf uns. Hier stauen sich die ganzen LKWs, Deutschland und die Schweiz. Aber für uns jetzt freie Fahrt. Na, die müssen hier vor dem Tunnel warten. So, wir sind am Rheinfall angekommen. Parkplätze alle dicht. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis wir einen Parkplatz dann bekommen haben. Und jetzt gehen wir mal zum Rheinfall. So, angekommen am Ziel, nach ein bisschen Nervkram, aber haben wir es jetzt geschafft. Und so sieht das hier aus. Der kleine Rhein in Mainz. Bevor er groß wird, also ist er hier und fällt rum. Das war ein Wasserfall. Schon bombastisch, das Ganze. Aber es ist ordentlich was los hier. So, wir gucken mal, ob wir da noch ein Stückchen weiter vorkommen und da noch ein bisschen was sehen. Ja, hier stehen die Daten.
Also Höhe nicht ganz so hoch, 23 Meter Wasserfall, 150 Meter breit, 14.000 bis 17.000 Jahre alt. So, ich bin mal ein Stückchen hochgelaufen. Die anderen sind unten geblieben. Hier fällt es runter. Gucken wir mal von oben. Da gibt es eine Brücke, kann man rüberlaufen auf die andere Seite, beziehungsweise irgendwie kommt man auch hier in die Mitte. Weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Irgendwann hat man das Wasser auch mal genutzt. Müsste eigentlich noch funktionieren, wenn die wollten. So, wir machen uns jetzt langsam auf den Rückweg. Das mit dem Boot schenken wir uns. Mit Ateş ist das ein bisschen blöd. Und ja, wir müssen jetzt wieder ganz da hinten an die Anlegestelle und dann hoch. Und dann fahren wir weiter. So, wir verlassen jetzt die Wasserfälle und gehen dann zum Parkplatz und nach Hause. Also wie gesagt, jetzt fahren wir wieder los. Wir haben uns das angeguckt, für gut befunden. Bin gespannt, was der Parkplatz kostet. Und ja, da müssen wir jetzt noch hin. Wandern wir hin. Wir haben den letzten Parkplatz gekriegt. Irgendwie, das ist eine Katastrophe gewesen, aber gut. Dann fahren wir mal heim. So, wir haben die letzte Pause angebrochen. Nochmal kurz Gassigang mit dem kleinen Herrn. Und ja, jetzt noch eine Stunde, 1,5, dann sind wir zu Hause. Ja, und dann ist auch alles vorbei. Dann sind wir im Workteil. Also, bis später.